Auch beim größten Sauwetter wollen wir natürlich die Fahrbahn und nicht die Regentropfen auf unserer Windschutzscheibe im Auge behalten. Dafür ist die Wischeranlage da. Speziell dem Wischergestänge wollen wir uns heute mal widmen. Los geht's! Das Wischergestänge hat natürlich eine einfache Aufgabe. Die Drehbewegung vom Wischermotor wird in eine Hin- und Herbewegung der Wischerarme umgesetzt. Sorgt dafür, dass die Wischerarme synchron laufen, sich nicht ins Gehege kommen. Was es dabei zu beachten gibt, Tipps und Tricks, das schauen wir uns jetzt mal an. Erstmal baue ich den aus und dann schauen wir weiter. So, bei dem Fahrzeug hier ist das Wischergestänge nicht allzu sehr versteckt. Das können wir hier vorne sehen. Diese Verkleidung müssen wir gleich noch entfernen. Vorher, bevor ich hier irgendwas ausbaue, checke ich einmal, okay, sind die Wischerarme noch fest, stehen die in der richtigen Position. Bevor ich die dann löse, markiere ich mir die einmal mit Kreppband oder mit einem Farbmarker auf Kreppband, damit wir später die richtige Position wiederfinden. Bevor ihr die Muttern der Wischerarme und die Wischerarme selbst löst, lohnt es sich oft ein bisschen Kriechöl vorher aufzusprühen, damit das einziehen kann und eventuell entstandene Korrosion schon mal löst. Wenn die extrem fest sitzen, lohnt es sich auf jeden Fall nochmal einen Abzieher zu benutzen, damit wir die sauber runterbekommen. Meistens funktioniert das auch so. Wenn wir die dann gelöst haben, nehmen wir die runter. Die weiteren Komponenten nehmen wir alle ab und dann legen wir auch das Wischergestänge soweit frei. So, das Wischergestänge haben wir einmal ausgebaut, samt Motor. Hier können wir jetzt sehen, wir haben den vorher in Nullstellung gehabt, als wir ihn ausgebaut haben. Jetzt sehen wir, wie die Ausrichtung sein sollte. In dem Fall ist der Arm, der fluchtet hier mit dem Gestänge, mit der Schubstange. Es gibt keine direkte Faustregel. Verlasst euch bitte nicht darauf, dass es immer so ist. Bitte immer vorher darauf achten, wie sind die ausgerichtet, wie steht das Gestänge zum Motor in Nullstellung, solange vorher alles in Ordnung war. Macht euch da Markierungen, falls notwendig. Da haben wir noch eine andere Version. Ihr könnt das bei vielen Austauschmotoren sehen. Hier haben wir denselben Anschluss für die Schubstange, aber einen Hebel, der zum Motor geht, der zum Motor befestigt wird, der mit einer Mutter gelöst werden kann. Das heißt, den können wir ausrichten. Hier ist es ganz wichtig, vorher den Motor in Nullstellung zu bringen. Das heißt, ohne Gestänge, ohne Wischerarme einmal anschließen, Intervall einmal laufen lassen, Zündung an, dann Zündung wieder aus, sobald er in der Intervallstellung stehen geblieben ist. Und dann können wir dieselbe Ausrichtung, wie es vorher war, wieder herstellen. Das schauen wir uns jetzt nochmal am Fahrzeug an. Stellen wir uns einmal vor, ich hätte den Motor vorher auf Nullstellung gefahren. Der Motor befindet sich gerade in Nullstellung. Jetzt habe ich aber die Fehlstellung. So wie wir es eben gesehen haben, sollte er fluchten. Jetzt haben wir die Fehlstellung hier. Ich hätte das festgezogen. Wenn ich den Motor jetzt einschalten würde, wenn ich den Intervall einmal fahren würde, würden die Wischerarme überhaupt nicht im richtigen Verhältnis laufen. Das heißt, sie würden die volle Fläche gar nicht abdecken und wahrscheinlich nach unten ausschlagen. Das heißt, unten an der Abdeckung zu Schäden führen. Die Wischerarme können beschädigt werden, die Wischer selber und natürlich auch das Gestänge kann verbogen werden. Deshalb ist es ganz wichtig, auf die Ausrichtung zu achten. Ein anderer Fall, der vorkommen kann, sehen wir hier. Ich habe den Motor einmal verstellt. Jetzt befindet er sich nicht in Nullstellung. Wenn ich den jetzt einbaue, ich richte die Arme aus, so wie ich das vorher mit den Markierungen gemacht habe, würden meine Arme auch wieder völlig in einen falschen Rhythmus laufen, in einen falschen Zyklus laufen. Das heißt, sie schlagen wieder über die Scheibe hinaus, nach unten, dann nach oben, je nachdem, wo der steht. Das heißt, hier auch immer bitte darauf achten, bevor alles festgezogen wird, einmal den Intervall laufen lassen, einmal auf Nullstellung bringen. Schmierung ist natürlich auch hier immer eine Riesensache. Wir haben hier bewegliche Teile, wir haben hier offene Lager, hier ist eine Vorfettung drin. Wenn wir jetzt gerade ältere Fahrzeuge haben, lohnt es sich immer, mal die Lagerung neu abzuschmieren. Ich mache die immer los. Und hier sieht man schon, hier hat sich über die Zeit ein bisschen Dreck angesammelt. Das machen wir einmal sauber, machen neues Fett ran, dann läuft das auch lange und sauber. Wenn wir die Verbindung nicht auseinandernehmen, können wir natürlich auch mit so einem Sprühfett hier etwas nachhelfen. Das macht es natürlich einfacher und schneller. Und auch hier ist Langlebigkeit dann wieder gegeben. Das
Das alte Wischergestänge haben wir jetzt getauscht. In dem Fall war der Motor noch in Ordnung, den haben wir drin gelassen. Im Partnerportal findet ihr natürlich unterschiedlichste Sätze, das heißt mit Wischergestänge und Motor zusammen oder auch einzelne Wischergestänge und die Motoren, je nachdem, was ihr braucht. Den bauen wir jetzt ein und schauen uns mal an, wie wir den wieder auf Nullstellung kriegen. So alten Motor mit neuem Gestänge habe ich jetzt eingebaut. Hier habe ich testweise 2 Fehlstellungen, 2 Fehler eingebaut. Zum einen steht der Motor mit dem Gestänge nicht in Nullstellung. Das heißt, würde ich die Arme jetzt nach meinen Markierungen, die ich vorher gemacht habe, ausrichten, würde den Wischer einmal laufen lassen, wäre die Ausrichtung nicht mehr richtig und meine Wischerarme würden wieder ausschlagen. Zum anderen habe ich bei dem Design hier zum Beispiel oben auf dem Motor noch eine Gummibuchse. Die muss oben in ein Langloch eingeführt werden. Wenn die jetzt fehlt oder die nicht richtig eingeführt wird, wird der Motor und das Gestänge nicht richtig gelagert. Jetzt habe ich hier Spiel, das führt natürlich auch zum Verschleiß und dadurch, dass der Motor jetzt falsch steht, das Gestänge falsch steht, ist der Winkel zu meiner Scheibe nicht mehr richtig. Das heißt, es würde zum Rattern der Wischerblätter führen. Da müssen wir auf jeden Fall drauf achten. So, jetzt sind wir nochmal ins Prüflabor rübergegangen. Spritzwand haben wir hier aufgebaut. Da können wir die unterschiedlichsten Wischergestänge prüfen. Hier ist eins angeschlossen. Wichtig ist, was wir hier machen, müssen sicherstellen, dass die ganzen Hebellängen hier auch im richtigen Winkel sind und die richtigen Längen haben, damit wir sicherstellen können, dass die Wischerarme auch im richtigen Winkelbereich später über die Scheibe laufen. Dafür haben wir hier einen Winkelsensor, der gibt uns am PC raus, okay, über einen zeitlichen Verlauf, in welchem Winkel sich das Gestänge dann bewegt. Wenn ich den einmal einschalte, können wir hier über einen zeitlichen Verlauf sehen, in welchem Winkel sich unser Wischerarm dann bewegen wird. Das gleichen wir dann mit den OE-Daten ab, für die Produktentwicklung und für die Wareneingangsprüfung ganz wichtig. Denn so stellen wir sicher, auch ohne Fahrzeug vor Ort, dass der Drehwinkel passt und dass die Funktion richtig gegeben ist. Wichtig ist natürlich auch, dass die Wischergestänge den ganzen wirkenden Kräften, das heißt den Drehmomenten im System standhalten. Ich habe den Arm einmal ausgebaut, im Schraubstock eingespannt. Jetzt prüfen wir einmal die Verbindung zwischen dem Schaft hier und dem Arm. Das ist eine Pressverbindung. Unterschiedliche Wellen haben wir hier in unterschiedlichen Wischergestängen. Je nachdem, welche Welle verwendet wird, haben wir hier unterschiedliche Drehmomentvorgaben. Die haben wir intern festgelegt. Wenn ich das jetzt einmal prüfe, das Drehmoment ist hörbar erreicht, die Welle hat sich nicht verdreht, die Welle hat sich nicht gelöst. In dem Fall ist das alles in Ordnung. Weiter, was noch ganz wichtig ist, ist die Lagerung dieser Welle. Das heißt, sind die richtigen Materialien, hier in dem Fall eine Messingbuchse verbaut, sind die Maße alle in Ordnung, ist die Vorfettung mit dem richtigen Fett gegeben und sind die Dichtringe auch in Ordnung, damit die auch der Witterung eben standhalten können. So, alles wieder zusammengebaut. Wischer laufen einwandfrei, die sind auch im richtigen Winkel. Die Wischer sollten im Normalfall 90 Grad zur Scheibe stehen. Das haben wir kontrolliert, ist alles in Ordnung. Wischerwasserstand haben wir auch nochmal korrigiert, den Frostschutz nachgefüllt. Ein Tipp noch, im Winter, wenn wir Frostbildung haben, wenn wir dicke Schneedecken auf der Windschutzscheibe haben, bitte nicht einfach den Wischer anmachen. Das kann natürlich bei eingeeisten Scheiben dazu führen, dass die Wischergummis einreißen. Das kann dazu führen, dass das Gestänge Schaden nimmt oder eben die Verzahnung am Motor kaputt geht. Falls ihr dazu irgendwelche Fragen habt, könnt ihr euch auf jeden Fall an unseren Helpdesk wenden. Den könnt ihr auch über die App erreichen. Was das Produktportfolio angeht, natürlich, wie wir vorhin schon erwähnt haben, wir haben alle möglichen Gestänge mit oder ohne Motor. Auch wenn ihr nur den Motor braucht, bekommt ihr die alle bei uns im Partnerportal und natürlich auch die passenden Wischergummis.